Heute kümmern wir uns um die Einfachzunge. Das heißt, wir spielen Übungen, um deine Einfachzunge flott zu bekommen bzw. klangvoll zu bekommen. Wir gehen gemeinsam durch die Übungen durch. Ich spiele vor und du spielst nach. Da lasse ich das Metronom durchlaufen, das heißt, du hast da genug Zeit, deine Töne dementsprechend zu spielen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikam, Trompetentraining. Wir gehen auch gleich zur ersten Übung und verlieren nicht viel Zeit, stellen unser Metronom auf 96 ein und der Rhythmus der ersten Übung, den blende ich dir hier auch unten ein, sind 4 Sechzehntel und nochmal 4 und der abschließende Ton. Das heißt, 8 Sechzehntel plus abschließender Ton klingen dann da 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 dam. Und jetzt du. Und ich. Ba 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 bam. Und du. Ba 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 bam. Und so gehen wir durch diese ganze Übung durch. Das heißt chromatisch, wir starten auf dem Ton G1, halbtonschrittweise nach unten bis zum C1. Los geht's. 1, 2, 1, 2, 3. Jawohl, und da haben wir die erste Übung auch schon geschafft. Übrigens, du kannst in den Videoeinstellungen hier unten auch die Geschwindigkeit des Videos verändern. Das heißt, wenn wir spielen und dir ist es zu langsam, stell doch um 0,25 Prozentpunkte das Video einfach schneller und dann hast du schon wieder etwas mehr Training. Ist es dir zu schnell? Auch das kannst du hier verstellen, nämlich dann dementsprechend um die Punktzahlen langsamer. Wir gehen zur zweiten Übung. Das heißt, wir sind auf einer gleichbleibenden Tonhöhe jetzt gewesen und jetzt bauen wir einen Wechselton ein. Das heißt, wir haben G fürs G fürs G fürs G fürs G. Der Rhythmus bleibt identisch. Da 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 dam. Da 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 dam. Da 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 dam und so weiter. Das heißt, wir haben immer das G und als zweiten Ton den Ausweichton Fis beim ersten Mal. Danach G und Ausweichton F. Und so erweitern wir das Intervall in der Mitte immer weiter, bis wir am Schluss eben da do da do da do da do da letztendlich auch dann wieder bei dieser reinen Quinte angekommen sind. Töne bleiben gleich, nur die Tonalität innerhalb der Übung hat sich etwas geändert. Wir starten gleich wieder, die Metronomzahl bleibt gleich auf 96. 1, 2, 3. Jawohl, auch wieder die Erinnerung, hier unten kannst du es langsamer stellen. Jetzt haben wir diese Intervallik schon in der Mitte gehabt und jetzt gehen wir auch noch in die andere Richtung. Das heißt, wir spielen von G1 nach oben. Wir bleiben auch wieder bei der reinen Quinte, das heißt, wir haben geläufig die Töne G1 bis D2. Wir bleiben in der Durtonart von G-Dur, das heißt, wir haben die Töne G, A, H, C und oben eben dann das D. Wir spielen die Übung aufwärts, das heißt, da 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 dam, ba da 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 dam, da 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 dam, ba da 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 dam, da 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 dam, ba da 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 dam, ba da 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 dam, ba da 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 dam. Und jetzt kommt natürlich die Kombination. Da 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 dam, da 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 dam, da 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 dam, da 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 dam und so weiter und so fort. Lasst uns loslegen. Los geht's. Übung 1. 1, 2, 3. Jawohl, und diese Übung bauen wir jetzt noch etwas aus. Das heißt, wir haben am Schluss ja dieses Ja da 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 di da 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 dam und Du im Echo gespielt. Wir spielen es jetzt einmal, du ebenfalls,
Ich 3-mal, du 3-mal, ich 5-mal und du eben auch nochmal 5-mal. Los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, und da haben wir es geschafft. Jawohl, das war die erste Übeinheit, die erste Session zum gemeinsamen Üben der Einfachzunge. Es waren 3 Übungen bzw. noch eine Variation, die ich dir heute vorgestellt habe. Versuche auch eigene Stücke zu finden bzw. eigene Etüden, die eben genau auf deine Zunge bzw. auch die Geschwindigkeit eben eingehen und dementsprechend deine Einfachzunge flott zu bekommen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.